Ja, mit diesen ersten Eindrücken heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Und zwar befinden wir uns hier heute. Oh, warte mal eben. So, jetzt vielleicht nochmal, da kann man es noch ein bisschen besser sehen. Wir befinden uns heute an der Standort Munitionsniederlage 254-1. Das Ganze befindet sich in Diensthopp. Das gehört hier zu Dörrpferden und war in Betrieb laut der Datenbank vom 1.12.1975 bis zum 31.03.1998. Wir haben hier ebenfalls an das Gelände mit angegliedert eine Special Ammunition Site, durch die Bundeswehr bewacht, aber die Amerikaner waren da der Schirmherr. Genauere Informationen könnt ihr dazu auf der Seite relikte.com erlesen. Wir schauen uns hier mal um heute. Was ist denn überhaupt noch von diesen Strukturen in irgendeiner Weise erhalten geblieben? Dazu wird es verschiedene Bildtafeleinblendungen auf jeden Fall geben, die zumindest dieses Ganze von oben her zeigen. Bildtafellegende Dennis wird da was zusammengebastelt haben. Und da nehmen wir auf jeden Fall verschiedene Einträge drauf vornehmen. Wir gucken nämlich auch mal überhaupt, wie so eine Standort-Munitionsniederlage, welche verschiedenen Typen es gab, beziehungsweise einen dieser Typen werde ich euch dann hier anhand auch dieser Bildtafeln erklären. Das ist natürlich absolutes Nerdwissen. Das wissen in der Regel nicht einmal die Soldaten, die hier eingesetzt waren, wie sich das alles nennt und so weiter und so fort. Und ich muss auch sagen, das muss man auch nicht wissen. Wichtig ist ja hier für die Soldaten, die vor Ort sind, dass sie ihre Laufwege kennen, dass sie wissen, wo sind die Bunker, ja, oder die Munitionslagerhäuser, wie komme ich von A nach B, was ist hier mein Aufgabenbereich etc. pp. Da ist es dann nicht so wichtig, die theoretische Struktur dieses einen dieser einen Standort Munitionsniederlage unbedingt zu kennen oder auch der anderen da hinten, weil die Anordnung der Bunker, die kann ja auch immer mal wieder strukturbedingt eine andere gewesen sein. Also kennst du eins, kennst du noch lange nicht alle. Gut. Damit sind wir hier auch schon, beziehungsweise da hinten war die Einfahrt. Und jetzt haben wir hier schon die so gesehen erste Struktur. Wo jetzt hier genau die Wachgebäude und so weiter gestanden haben, das vermag ich euch so gar nicht zu erklären, weil wir hier eben entsprechend nicht mehr viel sehen. Wir haben hier wohl eine Insel noch in der Mitte. Hier teilen sich die Wege einmal nach links, nach rechts. Hinter der Insel kann man scheinbar durchfahren. Also das Ganze auch als Wendebereich nutzen. Wie gesagt, erstmal muss ich mich hier selber auch zurechtfinden und dann werden wir das Video gleich fortsetzen. Ich denke, wir werden jetzt zunächst einmal in diesem Bereich, also quasi die nördlichste Schleife, werden wir jetzt einmal durchgehen und ja, alles weitere werde ich euch dann gleich noch erklären. Ja, das ist jetzt doch nicht die nördliche Schleife, das ist jetzt hier die mittlere Spur. Die gehen wir jetzt aber gar nicht weiter. Ich bin ja nur einmal hingegangen, um euch eben den Hydranten hier zu zeigen, der also mit Sicherheit noch aus der Zeit der Bundeswehrnutzung herrührt. Und ja, wir gehen jetzt hier vorne nach rechts rum. Ich habe euch, um das ein bisschen genauer zu erklären, oh Gott, Entschuldigung, ein Zitat vorbereitet. Beziehungsweise ich werde mal eben ein paar Sätze vorlesen, die ich ebenfalls von der Seite relikte.com habe. Und anhand dessen werde ich euch dann auch ein paar entsprechende Markierungen in der von Dennis vorbereiteten Karte eintragen. So, dann fangen wir erstmal eben kurz an. Und das Ganze lautet wie folgt.
Die Standort-Munitionsniederlage 254-1 bestand bei ihrer Inbetriebnahme aus zwei Bereichen. Den größeren Teil nahm die Standort-Munitionsniederlage Typ Groß C / Groß D ein. Hier standen 6 Munitionslagerhäuser mit 25 Quadratmeter Nutzfläche und 12 Munitionslagerhäuser mit 50 Quadratmeter Nutzfläche. Hauptnutzer waren die Einheiten der Garnison Dörverden. Den Schwerpunkt des Standortes bildete die Pioniertruppe. Das Korps Pionierbataillon 120, das Divisionspionierbataillon 11 und die Brigade Panzerpionierkompanie 320 waren dort stationiert. Dementsprechend wurden neben Munition auch pioniertypische Mittel wie Minen und Sprengstoff gelagert. In einem kleineren Bereich am Südrand des Lagers war die Standort-Munitionsniederlage Typ Groß K eingerichtet. Umgangssprachlich nannten die Soldaten oft die gesamte Standort-Munitionsniederlage K-Lager und interpretierten K als Abkürzung für konventionell. Tatsächlich ist mit den Buchstaben A bis K lediglich die Auslegung einer Standort-Munitionsniederlage angegeben worden. Das K-Lager bestand aus 5 Munitionslagerhäusern mit 25 Quadratmeter Nutzfläche und 3 großen Munitionslagerhäusern mit 180 Quadratmeter Nutzfläche. Diese standen für das Raketenartilleriebataillon 32 zur Verfügung. In den 3 großen Bunkern wurden die Raketentriebwerke der Honest John gelagert. In den kleineren waren weitere Explosivstoffe deponiert, unter anderem Munition für die 20 mm Feldkanonen der Begleitbatterie. Für Wartung und Montagearbeiten an den Raketentriebwerken gab es ein entsprechendes Wartungsgebäude. Der Bau hatte an beiden Stirnseiten große Tore, sodass LKW durchfahren konnten. Diese Form war in allen Standort-Munitionsniederlagen Typ K aufzufinden. So, das habe ich wie gesagt von der Seite relikte.com. Wenn ihr über diese Anlage hier noch mehr wissen wollt, auf der Seite gibt es da auch einen Bericht drüber. Es gibt auch Fotos, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Fotos auch von dem SAS von hier stammen oder ob es Beispielbilder sind. Werde ich aber, wenn ich das Video hier geschnitten habe, bereits in Erfahrung gebracht haben und ihr habt das dann in den gelben Untertiteln mit Sicherheit auch schon lesen können. Die Raketentriebwerke der Honest John Rakete, die dort gelagert haben, in dem Teil K, das sind, oh, eine Mücke zerhauen hier, das sind die Raketentriebwerke letzten Endes für die Köpfe, Gefechtsköpfe der Honest John, die nämlich eben in der Special Ammunition Site, die hier anschloss, gelagert wurden. Das ganze Gelände hier ist leider, so wie ich das sehe, komplett zurückgebaut. Ich glaube, wir haben hier kein einziges Moon-Lagerhaus noch stehen. Werden wir aber gleich noch mal genauer betrachten, weil wir haben ja auch noch ein Stückchen vor uns und wir gehen jetzt erstmal hier diesen Weg weiter. So, aus der Richtung da vorne kommen wir. Wir gehen hier runter. Und da vorne, ja, weiß nicht, ob man sehen kann, da ist auf jeden Fall schon ein Hügel. Das heißt, darunter befindet sich eines der Munitionslagerhäuser. Hier vorne geht es dann weiter und die erste Schleife führt entsprechend hier rein. Wir gucken uns das mal eben kurz an, was wir von diesen Munitionslagerhäusern noch sehen können. Ob wir da vielleicht auch noch ein bisschen Beton erkennen können von den Einstiegen oder ob es sich wirklich hier rein noch um Erdhügel handelt, die man dann entsprechend verfüllt hat. Ihr könnt das hier klar erkennen, die Struktur. Hier drunter war also eines der Munitionslagerhäuser. Ja, da kann man also wirklich nichts mehr sehen, wenn man weiß, dass es hier war. Ja, dann mag man die Schemen zu erkennen. Auch hier geradeaus ist direkt das nächste und ja, entsprechend war hier dann die eine Durchgangsstraße, aber das ist natürlich gut, dass wir hier diese Übersichtskarte haben. Wenn man schon hier auf dem Boden nichts sieht, kann man dann wenigstens von oben noch ein bisschen was moderieren und zeigen, wie es mal ausgesehen hat. Ja, den Sinn darin, Munitionslagerhäuser zu verfüllen,
weiß ich nicht, sehe ich nicht. Kann mir vielleicht jemand erklären, ob das wirklich in irgendeiner Weise für den Naturschutz sinnvoll ist, da Erde reinzufüllen, weil letzten Endes ist die Erde ja eingebunkert, ne? Ist also gut gesichertes Erdreich. Ob sich da irgendwelche Lebewesen dann drin ansiedeln, ich glaube nicht mehr als woanders irgendwo im Wald auch. Zweite Bunkerschleife hier. Jetzt geht es hier weiter. Ich muss nur mal eben schauen gleich, ob wir von hier unten auch in den Bereich des ehemaligen SAS kommen oder ob wir da wieder den Rückweg antreten müssen. Das sieht hier recht verwachsen aus, aber gut, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, also wir sind jetzt hier an dem dritten Weg und hier rechts würden sich entsprechend wieder Moonlagerhäuser befinden. Das macht hier keinen Sinn, wir können hier auf keinen Fall weitergehen. Wir müssen jetzt erstmal da oben in die Richtung und ich schalte euch wieder dazu, wenn es irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Spätestens beim SAS dürften uns noch ein, zwei Eindrücke wenigstens erwarten. So, ich hatte euch ja gerade schon vorgelesen, dass wir hier die Standort-Munitionsniederlage des Typen C/D haben mit einem Typ K und die anderen Typen dieser Standort-Munitionsniederlage. Darauf werden wir jetzt nicht eingehen, weil mir das zu theoretisch ist und weil wir das jetzt auch hier nicht im Bild darstellen können. Oder ja, gut, ich könnte das darstellen, ja, dann würden wir eine andere Munitionsniederlage nehmen. Dann würde ich noch mal was verlesen, aber ich glaube, das sprengt einfach den Rahmen. Und ja, die Struktur haben wir ja jetzt hier auch nicht. Von daher auf die anderen Typen dieser Standort-Munitionsniederlage und deren Ausführungen werden wir dann in einem weiteren Video eingehen, wenn wir denn so eine Standort-Munitionsniederlage besuchen. Ja, da ich ja nun auch fachkundlich sehr gut beraten werde, wird sich sicherlich eine dieser Munitionsniederlagen auffinden lassen, anhand deren man das dann erklären kann. Ja, da war mit Sicherheit auch schon was bei, wo wir schon waren. Aber ja, wie gesagt, so tiefgehend habe ich mich dann mit der Materie auch nicht beschäftigt. Und die meisten, oder sagen wir mal so, die Standort-Munitionsniederlagen, wo ich bisher war, da gab es ja auch immer irgendwas zu sehen. Das war dann vielleicht diese Theorie auch gar nicht so interessant. Aber hier in dem Fall, wo wir einfach wenig Struktur haben, kann man natürlich solche Dinge auch mal ansprechen. Ja, da vorne fällt mir schon was auf. Wir sind hier nämlich schon an der Schleife, wo wir zur Einfahrt von dem SAS kommen. Das heißt, wir kommen aus der Richtung und hier vorne haben wir schon das erste Gebäude. Und das ist doch dieses Bereitschaftsgebäude, wo die Wachmannschaft drin saß. Das ist ja natürlich sehr schön, dass wir wenigstens da noch ein paar Eindrücke haben. Hier seht ihr die Zufahrt. Hier ist alles relativ weit offen, großflächig mit einer Haltezone, Ausweichzone. Und hier haben wir das Ding. Das sind natürlich schon mal sehr schöne Eindrücke. Dadurch wird das Video doch enorm aufgewertet, dass wir das Teil hier noch sehen können. Was wollte ich sagen? Ach ja, euch ist mit Sicherheit schon aufgefallen. Das Luftbild, welches wir hier einblenden, das datiert aus dem Jahr 2004. Das Bundeswehrdepot war meines Dafürhaltens sehr viel länger in Betrieb als dieses hier. Hier wurden die Kernwaffen, glaube ich, ja, Ende der 80er, also spätestens Anfang der 90er wurde das hier eingestampft. Ich meine sogar, dass hier Ende der 80er ist. Aber dazu lest bitte den Bericht auf relikte.com. Denn wenn ich hier alles, was da drin steht, hier erzählen würde, sprengt dann auch wieder den Rahmen. Und wir sind ja eigentlich hier, um zu gucken, was ist noch da. Von daher finde ich es auf jeden Fall bemerkenswert, dass dieser Bereich hier, obwohl er eher aufgegeben wurde, sehr viel besser erhalten ist. Wenn man das auf dem Luftbild sieht, sieht es aus, als wenn es ja, in der Theorie ja vor 3 Tagen erst zugemacht wurde. So, während man beim Bundeswehrteil eigentlich nichts mehr erkennen kann. Ja, das gucken wir uns mal eben an, filmen wir einmal kurz drüber her. Hier ist also auch alles rausgenommen worden. Was wir noch haben ist
so einen Türanschlag, der ist immerhin noch erhalten geblieben. Der Rest wurde hier rausgetrennt, komplett entkernt. Ja, hier müssen dann auch diese Drehteller und Vereinzelungsanlage, das muss eigentlich alles auch hier gewesen sein, meines Dafürhaltens. Wir hatten hier diesen zweiten Ausbau auch mit dem Beton, Wachturm und den ganzen Türmen an den Ecken des Geländes. So, hier wird immer schön auch gekokelt, wunderbar. So, wir gehen hier einmal kurz durch die Ruine durch, ein paar Aufnahmen machen. Ist allgemein noch ein bisschen dunkel, ich weiß nicht, wie gut die Aufnahmen überhaupt werden. Ja, hier seht ihr die übliche Struktur, ne? Die Schießscharten, die man da angelegt hatte, und auch hier die, immerhin haben wir das noch. Eigentlich müsste hier geradeaus, habt ihr auch in Kitzingen gesehen, müsste eigentlich eine Blowwall noch gestanden haben, weil diese Splitterschutzelemente links und rechts der Türen haben wir hier auf jeden Fall noch erhalten. Das sieht man da hinten auch noch in zweifacher weiterer Ausfertigung. So, dann gehen wir hier noch mal eben weiter rein. Komm mal mit. Hier der typisch amerikanische Anstrich, die haben das ja immer gerne mit so Ockerfarben oder wie auch immer man das nennt. Gucken wir mal eben hier rein. Hier haben wir auf jeden Fall noch schöne alles schön gefliest. Genau, hier haben wir dann auch irgendwie so einen kleinen Küchenbereich gehabt. Hier haben wir einen Sanitärbereich, hier hingen bestimmt mal Waschbecken und so weiter. So, kommt mal hier hin. Jetzt gehen wir hier noch mal einmal durch. Und hier an der Seite, wunderbar, das ist auch schön zu erkennen. So ähnlich sieht das nämlich auch in Lahn aus. Da könnt ihr da oben diese Aussparung erkennen. Und genau hier an dieser Stelle stand der betonene Wachturm. Da oben. Wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr ihn noch erkennen vor eurem geistigen Auge. Ja, so sieht das hier aus. Finde ich aber eine klasse Sache, dass man wenigstens das hier noch erkennen kann. Wenn das auch abgerissen worden wäre, dann sähe es hier düster aus mit schönen Beispielen. Gut, wir gehen jetzt hier von diesem Wachgebäude aus, gehen wir jetzt weiter aufs Gelände und wir schauen mal, wo die beiden Bunker abgeblieben sind. Ach so, ja. Wir haben hier noch so einen Wasserhydranten. Nicht, dass wir hier noch die kleinen Fitzelchen auch vergessen. Hier haben wir einen Teich. Ich nehme an, dass das hier ein Feuerlöschteich war, den man hier mal angelegt hat. So sieht das hier aus. Ja, was hier auf jeden Fall gegeben ist, sind ordentlich Mücken. Ich bin froh, dass ich hier noch vorhin noch Antibrom aufgetragen habe. Das sind richtig dicke Viecher. Weil hier ist auch alles total verwässert. Verwässert, ja. Und hier haben wir Bunker Numero Uno. Dass das hier so aussieht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der ist also wirklich irgendwie, von oben eingedrückt worden oder ich weiß nicht, was man hier genau gemacht hat. Auf jeden Fall hat man das Ding auseinandergenommen. Das Dach ist wohl nicht mehr da. Ja, hier sieht man aber dann aufgrund dessen schön diese Eisenarmierung, die man da eingearbeitet hatte. Wir können ja einmal da drauf gehen, mal eben gucken, wie es von oben ausschaut, was hier für einen Eindruck macht. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen, ne? Nebenan ist der zweite Bunker, den gucken wir uns das gleich auch noch mal an. Und hier sieht es ganz einfach so aus.
Also es sieht so aus, als wenn man das Dach eingedrückt hat. Vielleicht hat man es sogar den Schutt entnommen und dann mit Erde verfüllt, die ganze Geschichte hier. Ja. Ist auch wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, wie man es genau technisch gelöst hat. Nächster, komm hier hin. Ach, ja. Elende Rüngel. So, dann haben wir hier noch ebenfalls einen Hydranten, den ich euch noch eben abfilmen kann. So schaut das aus. Hier der alte Hinweisschild. Und dann haben wir hier den zweiten Bunker. Ja, da ist alles zurückgebaut worden. Das müsste hier, wie gesagt, die zweite Ausbaustufe nehmen. Müsste nicht, war es mit Sicherheit. Also sprich, wir hatten zwei schwere Stahlbunker, Stahltüren da drin. Und wir hatten auch diesen Käfig da drin, den ich euch ja in Kitzingen auch schon gezeigt habe, den sogenannten Z-Cage. Ja, dann haben wir hier noch einmal so eine kleine Umfahrt. Komm mal hier hin. Das heißt so eine kleine Wendeschleife, damit man hier auch wieder ohne großartige Lenkradbewegungen rauskam aus der Geschichte. Das gehen wir jetzt noch mal eben kurz bis zum Ende. Ja, so sieht das hier aus. Und damit kann ich auch sagen, beende ich das Video an dieser Stelle. Da müsste eine, ich glaube, da hängt eine Mücke oder sowas. Ne? Ja. Gucken wir gleich mal. Ist jetzt auch nicht relevant fürs Video. Damit beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, dass euch diese Eindrücke hier gefallen haben und ja, dass wir da mit diesen Bildtafeln noch ein bisschen was zeigen konnten, wie denn sowas überhaupt auch strukturiert war, gerade in Bezug auf die Standort-Munitionsniederlage. Und ich glaube, das ein oder andere Gebäude haben wir hier in der Luftaufnahme auch noch von diesem Areal erkennen können. Und ja, schaltet gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt Joscha und Dexter auf Tour. Hier wurde wieder ein Stück Kalter Kriegsgeschichte dokumentiert. Und ja, wir schreiten voran. Das nächste Video kommt bestimmt. Macht's gut, bis dann. Ciao.